Hallo, willkommen am 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Goldaktien und das Gold-Silber-Ratio. Disclaimer. Goldaktien und das Gold-Silber-Ratio. Die aktuelle Korrektur bei Gold und Silber verläuft praktisch immer nach dem gleichen Muster. Gold fällt, Silber fällt stärker, das Gold-Silber-Ratio steigt an und liegt per Freitagsschluss bei 83,92. Charttechnisch sieht es jetzt nach einer Schulter-Kopf-Formation aus, die in der Regel nach Ausbildung der rechten Schulter wieder nach unten tendiert und damit die Korrektur bei Gold und Silber beendet. Sobald Silber die Führung übernimmt und die Gold-Silber-Ratio seinen Weg nach unten fortsetzt, werden Goldaktien ihren Anstieg auch wieder verstärkt fortsetzen. Ja, das ist immer einfach wichtig zu wissen. Das ist ja das Verhältnis von Gold und Silber, was gemessen wird. Sage ich mal, in Art ökonomischen Rezessionen oder starken Börsenrückgänge ist dieses Ratio hoch, weil Silber seinen Wert verliert und dadurch kommt es zu einer hohen Zahl. Wenn, sage ich mal, die Inflation wieder mehr zugelassen wird oder mehr fällig wird, dann wird sie niedrig sein. Zum Beispiel diese Gold-Silber-Ratio war 1980 bei 15. Wie gesagt, aktuell bei 83. Man könnte sagen, das wäre sozusagen der Endpunkt. Und immer wenn so ein Fall dieser Ratio bevorsteht, kommt es zu einer massiven Gold- und Silberaktien-Rallye. So, und deswegen weist diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation eben auf eine fallende Ratio in den nächsten Monaten hin und damit auch weiter steigende Gold- und Silberaktien. Ja, hier nochmal ein angehender Goldproduzent aus Kanada, Ontario. Die operieren im Moss Lake-Gebiet, das oberhalb der großen Seen. Also Moss Lake verfügt über 1,47 Millionen Unzen angezeigte und 2,51 Millionen Unzen abgeleitete Ressourcen, historische Goldressourcen auf dem Grundstück. Es ist eine Produktion von 100.000 Unzen anvisiert. Und jetzt gerade kam hier im April nochmal die neue Meldung rein, dass das Moss-Gold-Projekt kann seine Ressource um 44% wachsen, also auf 6 Millionen Unzen mit 1,02 Gramm pro Tonne Gold. Das ist natürlich schön. Das dürfte dann auch langfristig die Produktion rentabler machen, vergrößern. Und möglicherweise ist das eben auch einer der Gründe, warum die Aktie jetzt auch recht stark ausgebrochen ist. Hat er, wie gesagt, korrigiert. Das könnte sich als sehr günstiger Einstiegspunkt erweisen. Das Potenzial ist immer noch relativ groß. Gut möglich, dass diese Aktie hier der Potenzialfaktor wurde hier damals mit 93 noch berechnet. Und jetzt mit der Ressourcenerweiterung, ja, vielleicht kann die im ganz extremen Fall diese Aktie noch um, ich würde mal sagen, realistischerweise hier um das 50-fache, wie auch immer, wachsen. Wie gesagt, das ist nur eine Indikation und das vergleichen zu können, denke ich mal, das ist ein sehr gutes Basisinvestment angehender Produzent in absolut sicheren Rechtsgebiet. Die Ressourcen konnten vergrößert werden und das kann ja auch noch weiter auch noch passieren. Stellen Sie sich einfach vor, nachher, wenn der Markt wirklich heiß läuft, dann werden alle diese Unternehmen versuchen, ihre Ressourcen zu erhöhen. Ob da teilweise dann nachgeholfen wird oder nicht, spielt in diesem Fall dann gar nicht mal so viel die Rolle. Das führt dann nur zu explodierenden Kursen. Ich will damit sagen, das ist dann eine Form der Mania oder nachher der Goldaktienrallye, die nachher einsetzt, wo dann das schnell nach oben getrieben wird, dann auch die Preise. Das ist natürlich dann ein sehr wackeliges Geschäft, weil wenn die Stimmung dann in die andere Richtung dreht, können die denn dementsprechend, wie Sie es ja auch in den letzten Jahren wissen, die Goldaktien gehen dann jahrelang in den Bärenmarkt. Aber jetzt stehen wir eigentlich vor dieser Eruption. Wir stehen vor Gold 2300 $ und das dürfte diese Aktie weiter hochtreiben. Meiner Meinung nach einfach ein interessantes Unternehmen, sollte mich es ansehen. Wie immer keine Kaufempfehlung, aber doch mal ein Blick wert.
Ja, nochmal ganz generell. Ja, im Grunde genommen müsste Gold eigentlich jetzt von 2000 $ auf 8500 $ innerhalb eines guten Jahres steigen, wenn man die historischen Parameter vergleicht. Denn damals gab es eine selbe Formation von Gold und damals ist dann Gold innerhalb von einem Jahr, das war mehr oder weniger 1979, von 200 $ auf 850 ausgebrochen. Das wäre dann heute alles mit einer Null mehr. Und damals kam es eben zu dieser berühmten Goldaktienrallye, wo Sie unten die Werte sehen. Hier steht es von 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 10, 20, 30, 40 $. Gar nicht selten konnte man aus 1000 $ eine Viertelmillion machen. Und das ist natürlich auch an den meisten vorbei äh, gegangen, weil man sich natürlich einen derartigen Anstieg auch nicht vorstellen konnte. Und Goldaktien werden natürlich auch immer erst gekauft, wenn sie in den Medien sind, wenn sie schon heiß gelaufen sind und dann anfällig für eine jahrelange Korrektur sind. Aber noch sind wir eben davor und wenn sowas in der Art, das glauben wir nicht, hat er gesagt, es steigt auf 2300, denke ich mal, das kriegen wir. Aber auszuschließen ist es nicht, dass es das wiederholt. Der Druck ist ungeheuer groß auf den Goldpreis, kann auch sein. Und wir haben dann die allergrößte Goldaktienrallye aller Zeiten. Aber das kann keiner seriös vorhersagen. Aber auszuschließen ist es nicht. Ja, also wir sehen halt jetzt das Ereignis eins, wie ich gerade gesagt habe, Gold geht auf 2300, Silber wandert erstmal Richtung 32, dann vielleicht 42, wie auch immer, vielleicht 50 in der Spitze oder auch darüber. Das hat dann 2010 auch zu einer Goldaktienrallye, an die sich viele von Ihnen vielleicht noch erinnern, geführt. Das war 8 Monate so ein Spike und der wäre es halt ideal gewesen, am oberen Drittel des Spikes den Goldaktienmarkt zu verkaufen. Das treibt eben diese Preise hoch. Das sehen Sie auch hier dran, wie diese Aktien dann reagieren können. Hier von 2 Cent auf 36, hier von der Corona-Krise. Und das kann mit vielen anderen Aktien auch passieren. Und wenn man dementsprechend positioniert ist, wir hoffen ja, dass sie dann im Bereich von ca. 1 $ steigen. Und das, sage ich mal, wenn noch Hunderttausende von Goldaktien dieser Art, die man durchaus irgendwo zwischen 2 Cent und 20 Cent noch teilweise einsteigen kann. Das sind natürlich enorme Hebel. So unsere Vorstellungen, dass uns diese 100.000 Einheiten, obwohl auch einige Aktien dann ausfallen, am Ende dementsprechend eine Weg auch hoffentlich darüber steigen, haben wir dann dasselbe als Dollarbetrag. Ja, immer noch eine extreme Unterbewertung. Die ist einfach grotesk. Hier auf der rechten Seite ist Goldaktien-Goldratio allgemein. Hier sehen Sie nochmal mit Rot gekennzeichnet, das ist die Rallye von 2011. Goldaktien-Rallye ist ein bisschen im Verhältnis zu Gold gestiegen. Und was wir jetzt erwarten können, das ist hier von den Statisten eingezeichnet, also Magnitude 4-mal höher als 2011. Und die war schon hoch, da sind viele Millionäre geworden. Und dann gibt es auch noch ein enormes Bewertungsunterschiede zwischen den sogenannten Junior-Aktien, auf die wir uns konzentrieren, und den Senior-Aktien. Die sind wie Barrick. Und dieses Gap kann sich auch sehr schnell schließen, wie Sie zum Beispiel im Jahr 2002 sehen. Es sind zwei Faktoren, die da drauf wirken. Und der Auslöser ist dann signifikant steigender Gold- und Silberpreis. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3 meinen wir, je mehr Goldaktien steigen, desto kritischer, das ist man das, was man nicht vorhersagen kann, die Gesamtlage. Es kann sein, dass die minenproduzierenden Länder sich mit Verstaatlichung, Nationalisieren und Eingreifen und Extrabesteuerung aller Art reagieren. Aber auch unsere eigenen Bankensystem ist nicht mehr das gesündeste. Es müsste eigentlich mit riesigen neuen Geldmengen werden die am Leben gehalten, bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Und in genau diesem Zwischenzeitraum müssen wir halt versuchen, bevor das dann passiert, unsere Goldaktiengewinne dementsprechend in Gold und Silber zu tauschen. Das war im Ereignis 2, Ereignis 3. Dann hat man, sage ich mal, physische Werte und dann wird es vermutlich irgendwie, sage ich mal, so ein sehr extrem ökonomischen Nullpunkt geben, wo man diese Werte ganz billig einkaufen kann. Der letzte ökonomische Nullpunkt war sozusagen 1980. Da stieg Gold auf 850 $ und konnte für eine Unze Gold ein Dow kaufen. Und danach ging es dann eben auf 44 hinauf. Also die ideale Spekulation wäre damals gewesen, Goldaktiengewinne machen, diese Gewinne dann in Top-Fonds und Top-Aktien zu investieren. Und im Grunde genommen ist es heute genau dasselbe, mit dem Unterschied, dass wir nicht wissen,
wie stabil überhaupt hier irgendein Banken- und Börsensystem ist. Um nicht davon böse überrascht zu werden, empfehlen wir halt, einen Teil der Goldaktiengewinne ins physische Gold und Silber dann zu wandeln und dass man die Sicherheit hat, dass da nichts passiert und dann irgendwann reinvestieren. Aber möglicherweise der Vorteil in der heutigen Situation, weil diese Krise vielleicht härter und systemischer wird, dass diese Preise zum Beispiel von Häusern oder Standardaktien wesentlich billiger werden als 1980. Sie sehen ja auch die Aussage hier unten von Mike Maloney, ein Haus für 500 Unzen Silber. Eine richtig harte Krise, härter als damals, würde ja mindestens bedeuten, rein von den Zahlen her, dass man für 250 Unzen ein Haus kriegt. So müssen Sie sich mal vorstellen, was das bedeutet. Und wir sind jetzt auf dem Wege, mit Goldaktien wesentlich mehr Gold und Silber kaufen zu können. Gut, die Versprechen will ich nicht machen. Das ist wirklich Stochern im Nebel. Aber vermutlich wird diese jetzige Krise, wie auch das Chart ja auch irgendwo andeutet, eine höhere Magnitude haben als 1980. Das heißt, es wird günstiger. Das heißt, eine Unze Gold, kriegen Sie vielleicht 2 DAO oder 4 DAOs früh. Äußerst lukrative Situation für Leute, die Gold und Silber haben. Aber wir müssen uns schützen, weil es gibt da möglicherweise alle möglichen Eingriffe. Vielleicht ist das Bankensystem für einige Monate runtergefahren, Börsen geschlossen. Who knows? Und deswegen diese Sicherheitsstufe Gold und Silber aus den Goldaktien gewinnen. Das meinen wir mit diesen verschiedenen Ereignissen. Ja, also man muss eben diese Ereignisse multiplizieren und nicht versuchen zu multiplizieren und nicht Opfer davon zu werden. Es ist ja nun mal so, dass 99% der Anleger sind dann von zum Beispiel der Goldaktienrallye irgendwann angezogen, kaufen zu diesen Höhepunkten, wenn sie zum Beispiel verstaatlicht werden oder zurückgehen oder das Bankensystem kaputt geht. Man muss das natürlich jetzt machen. Also das könnte dann im Schnitt bedeuten, diese Goldaktienrallye, das Investment steigt um das 25-fache, man kauft davon mehr Gold und Silber, das wiederum im Schnitt um das Vierfache steigt. Und dann reinvestiert man in Top-Fonds oder Top-Aktien. Berkshire Hathaway ist ja beispielsweise von 1980 bis zum Jahr 2000 um das 200-fache gestiegen, sicher ein extremer Fall, aber viele andere gute Top-Fonds sind auch alle um den Faktor 50 dann langfristig gestiegen. Ja, und wenn man diese Wellen reitet, würde das bedeuten, dann würde im Schnitt aus 200 Dollar oder Euro aktuelles Investment langfristig 1 Million machen. Das ist meiner Meinung nach wirklich auch die Antwort auf diese Rentensituation und so könnte man das beantworten. Und das Schöne ist, man muss sich nicht da an eine Ereignisse ketten, weil es eigentlich nur 200 Euro für ein Euro Investment reicht, kann man beliebig viele dieser Ketten bilden sozusagen und die eine oder andere Kette wird dann vielleicht auch erfolgreich und oder die anderen teilweise. Das ist der Hintergedanke. Man ist da also wesentlich breiter aufgestellt und hängt nicht an irgendwelchen Versprechungen, weil wir müssen einfach berücksichtigen, die Schuldenexplosion, die liegt vor uns, der Zerfall der Währung, die Rente, die es aktuell gibt, ist nicht goldgedeckt. Das müssen Sie sich bewusst machen. Also die wird massiv gegenüber Gold verlieren. Und mit diesem System des langfristigen, meiner Meinung nach, fängt man diese Problematik damit auf. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, Potenzialfaktor zu rechnen, moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu selektieren. Exit-Strategie ist dabei, finden Sie alles verlinkt. Unten im YouTube-Beschreibung. Dann gibt es hier noch die Einlagerungs Gold- und Silber-Sachwertegemeinschaft für Gold und Silber. Die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Ganz einfach Überweisung und schon ist das Gold und Silber im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist es verkaufen, wenn Sie wieder Geld brauchen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gepasst hat. Vielleicht auch ein Like geben, was dem Algorithmus helfen würde. Nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.